Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 45. Emotion. Seine Sicht. Er ist schon seit Stunden dort, kommentiert Penguin schuldbewusst und etwas besorgt die Szene vor sich. Ja, er sieht die ganze Zeit in die Ferne und betrinkt sich. Selbst er hat irgendwann sein Limit erreicht, bestätigt Sashi zweifelnd, während Beppo nur traurig zu seinem besten Freund draufblickt. Trafalgar hat sich mit einem Jadesfordert an Sarg ins Krähennest geschleppt und ist seitdem nicht mehr von dort runtergeklettert. Langsam mache ich mir Sorgen. Ihn trifft es anscheinend doch sehr. Grübelt Sashi weiter, ohne seinen Blick abzuwenden. Er legt nachdenklich und leicht irritiert eine Hand ans Kinn, macht sein Kapitän sonst auch nie einen solchen Rummel um die Jüngere. Als sie das letzte Mal verschwunden war, hatte Lord zwar etwas betrübt gewirkt, aber stets einen gefassten Eindruck mit festem Ziel vor Augen gemacht. Es ist bereits dunkel und der Mond spiegelt sich romantisch auf der Meeresoberfläche wider. Er mag sie, klärt Beppo die beiden endlich auf, während er mitfühlend hochsieht. Überrascht, fast schon geschockt, wenden sich die anderen des Trios an den Vize, bevor sie verstehend erneut draufblicken. Beppo, weißt du, was er ihr gesagt hat? Bricht Sashi nach einer Weile erneut die Stille und lässt betroffen seinen Kopf hängen. Beppo tut es ihm gleich, wobei er gequält den Kopf schüttelt. Scheinbar haben sie die Worte sehr verletzt und allein der Gedanke an ihr tränenbenetztes Gesicht lassen das Herz des Bären schmerzen. Ich denke, sie hat es Ace erzählt, spricht Penguin seinen Gedanken laut aus. Ich werde ihn nochmal anrufen, meint der Bär plötzlich entschlossen, bevor er in die Kajüte von Lore eilt und auf der Schnecke ihre Nummer wählt. Ist ihre Nummer nur dort gespeichert. Erdesicht. Etwas aufgemuntert und mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen laufe ich die dunklen Straßen zum Gasthaus entlang. Außer der Flex leitet meine Hand an meinen rechten Oberarm und mein Lächeln wird etwas breiter. Am Hotel angekommen, begrüße ich mit einer leichten Verbeugung den Wirt, der lachend vor mir den Hut zieht. Schnell bin ich wieder an meiner Zimmertür und klopfe leicht gegen das Holz. Durch das kleine Fenster kann ich, wie ich gerade bemerke, nicht von außen durchsehen, ist aber auch logisch. Wer möchte schon vom Flur aus angestarrt und beobachtet werden? Sofort wird die Tür aufgerissen und ein wütender, am Oberkörper entzündeter Ace starrt mich von oben herab an. »Wo bist du gewesen?« kommt prompt seine Begrüßung, weswegen ich eingeschüchtert einen Schritt zurücktrete. Seufzend öffnet er die Tür ganz, löscht die Flamme auf seiner nackten Haut und lässt mich eintreten. Ich war wirklich lange weg. Es ist schon spät abends. Ich streife mir meine Jacke und Mütze ab, bevor ich mich erschöpft aufs Sofa fallen lasse und hörbar ausatme. Neugierig nimmt mein Bruder neben mir Platz und stupst meinen Oberarm an, weswegen ich kurz zusammenzucke. »Bist du etwa verletzt?« fragt er entgeistert und zerrt an meinem Verband. Gereizt schlage ich ihm auf die Finger und überprüfe, ob der Verband noch sitzt. »Quatsch«, blaffe ich ihn gespielt sauer an, weswegen er noch neugieriger auf meinen Arm starrt. »Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen«, grinse ich ihn ehrlich an, während ich sachte über die Bandagen streiche. »Zeig mal«, ruft er aufgeregt und will erneut den Verband abreißen. Ich schlage ihm auf den Kopf und sehe ihn warnend an. »Ich will kein Risiko eingehen und lasse den Verband noch einen Tag dran«, erkläre ich ihm genervt. Beleidigt hält er sich die schmerzende Stelle und dreht seinen Kopf zur Seite. »Blödsinn, kein Pirat macht sowas«, nörgelt er weiter, weswegen eine Wutader in meinem Gesicht erscheint und ich ihm eine weitere Beule verpasse. »Siehst du doch«, schnaube ich, bevor er schützend die Hände hebt. »Ich will es sehen«, jammert er niedergeschlagen und zupft an meinem Shirt. »Du bist der Erste, der es sehen darf, ja?« schlage ich leicht lächelnd vor, bevor er heftig nickt und aufgedreht auf seinem Platz herumturnt. Plötzlich greift er unter meine Beine und hebt mich hoch. Erschrocken klammere ich mich an seinen Körper und blicke irritiert zu ihm auf. »Wir gehen jetzt schlafen«, strahlt er, kurz bevor er mich vorsichtig aufs Bett legt. Ich muss leicht lächeln, als er mir erklärt, dass die Zeit, bis er das Tattoo sehen kann, dann schneller vorbeigehen würde. Binnen Sekunden ist Ace eingeschlafen, während ich nur gedankenverloren zur Decke starren kann. »Trafalgar. Auch wenn es schmerzt, will ich ihn doch wiedersehen.« Meine Lippen beginnen zu beben und Tränen sammeln sich in meinen Augen. Verletzt drehe ich mich mit dem Rücken zu Ace und knalle meine Finger ins Bettlaken unter mir und umfasse mit der freien Hand meine stechende Brust, unter der vermutlich eine weitere Narbe entsteht. Ohne ihn in meiner Nähe fühle ich mich einsam und so, als ob etwas fehlt. Zitternd presst sich wie von selbst meine Hand fester auf mein Herz. Ich war lange weg, da ich mir auch hier etwas stechen habe lassen. Nur, dass ich nicht will, dass es jemand sieht und deswegen habe ich den Verband sofort abgenommen.
Gequält stehe ich leise auf, merke ich, dass ich bald weine und somit Ace wecken würde. Dann nehme ich das Stechen in der Brust, wenn ich ihn sehe, lieber in Kauf, als ganz von ihm getrennt zu sein. Schluchzend setze ich mich in eine Ecke des Sofas und ziehe meine Beine an den Körper. Ich weiß jetzt, was meine Mutter meinte. Aber sie hat mir verschwiegen, dass Meine Nägel bohren sich in meine Lippen und mein Körper bebt. der Mann, den man liebt, einen auch so einfach und schnell verletzen kann. Ich beiße mir auf die Unterlippe, um nicht vor Trauer aufzusteigen. Und dass seine Worte mehr wehtun als eine Seesteinmaschine im Bein, die sich jede 2 Stunden ununterbrochen in den Knochen bohrt. Verdammt, es tut weh. Erschrocken fahre ich hoch, als ich plötzlich die Teleschnecke klingeln hörte. Mitten in der Nacht? Ob es? Schnell springe ich auf und fische mir die Schnecke aus der Tasche. Nach einem kurzen Check nach hinten, ob Ace nicht wach geworden ist, hebe ich zögerlich ab und lausche. Hallo? Erklingt eine mir bekannte Stimme. Sofort breche ich erneut in Tränen aus und halte mir schnell eine Hand vor den Mund. Ace? Spricht mich Beppo erneut an, weswegen ich unüberlegt den Kopf schüttle. Mir fällt ein, dass er das nicht hört und atme einmal tief ein und aus. Nein. Versuche es so trocken wie möglich zu sagen, klinge jedoch weinerlich und gequält. Kleines? Vergewissert sich der Bär überrascht mit einem Hauch von Besorgnis in der Stimme. Ich summe ihm nur eine Bestätigung, finde meine Stimme nicht. Ich höre ihn erleichtert ausatmen, bevor er aufgeregt in die Schnecke spricht. Geht es dir gut? Wie fühlst du dich? Endlich finde ich zu meiner Stimme zurück. Scheiße, jammerte ich in die Schnecke, bevor ich erneut schluchzte und schniefe. Weinst du etwa? Fragt er mich bestürzt. Überfordert und hilflos kommt keine Antwort von mir. Entschuldige, willst du reden? Was hat Trafalgar schon wieder gemacht? Beginnt er nach einer Weile wieder zu sprechen. Als sein Name fällt, laufen meine Tränen wieder kräftiger und ich fühle mich schwach und zerbrechlich. Wieso muss ich die ganze Zeit heulen? Bin ich wirklich so hilflos und machtlos über meine Gefühle? Erneut versuche ich mich zu beruhigen, bevor ich zu sprechen ansetze. Es tut weh, Bärchen. Mein Herz tut so weh. Jammerte ich in die Schnecke und beginne etwas zu husten, bevor ich wieder in gewohnte Muster verfalle und weine. Am liebsten würde ich jetzt in seinen fluffigen Armen liegen und über sein weiches Fell streicheln. Kleines, was hat er gemacht? Kommt es aufgeregt und kurz darauf leicht verlegen von der anderen Seite. Bevor ich ihm antworten kann, wird mir plötzlich der Hörer aus der Hand gerissen. Ich sehe verheult zu Ace auf. Wütend, beinahe hasserfüllt, steht mein Bruder hinter mir und allein durch seine düstere Aura läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Mit einem verachtenden Zischen wendet er sich von mir ab und führt das Gerät an seine Lippen. »Wo seid ihr?« fragt er gereizt, weswegen mein Herz einen Hüpfer macht. »Danke, Ace.« »Aha. Ich gebe diesem Stümper noch eine letzte Chance, weil er ihr so viel bedeutet. Hör gut zu, wir bleiben auf der Insel bis morgen um Punkt 12. Knurrt er den Bären an, bevor er den Hörer wütend zurück auf die Schnecke wirft. »Ich verstehe nicht, warum du dieses Arsch noch mal sehen willst.« Verärgert fährt er sich durch die Haare, bevor er mich, wegen meinem schuldbewussten Blick, seufzend anlächelt und mir eine Hand hinhält. »Keine Sorge, ich bin nicht auf dich wütend, nur auf diesen Trafalgar«, erklärt er mir liebevoll, während er mich hochzieht. »Versprich mir das, wenn dieser Typ hier auftaucht, er zuerst mit mir spricht«, meint mein Bruder ernst, weswegen ich schnell nicke.